da ist vieles noch nicht in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Denn wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal genauer drauf, in den nächsten Tagen ansteht. Und wir haben heute darüber hinaus eine zweite Sache gemacht, nämlich einen eigenen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag jetzt ins Verfahren auch eingebracht. Eigentlich ist mehr notwendig ist, dann muss man sich vielleicht fragen, vielleicht muss man sich dann auch mit den Linken an den Tisch setzen. Ich meine, Leute, haltet euch fest, es wird wieder absurd. Die Grünen wurden abgewählt, aber anstatt das zu akzeptieren, klammern sie sich an die Macht. Jetzt blockieren sie den Schuldendeal, nicht etwa, weil sie plötzlich sparen wollen, sondern weil sie sich damit die Tür für den nächsten Bundestag offen halten. Ein abgekartetes Spiel, um wieder mitzumischen, obwohl die Wähler sie abgestraft haben. Dieses Video zeigt, wie skrupellos die Grünen agieren, welche Hintergedanken sie wirklich haben und warum das alles kein Zufall ist. Lasst ein Like da, abonniere und vor allem schreib in die Kommentare, was du davon hältst. Wir sind gespannt auf deine Meinung. Auf geht's! die letzten Wochen haben Union und SPD miteinander besprochen, was sie gerne machen wollen, welches Geld sie wohin geben wollen. Und jetzt wollen sie mit uns darüber sprechen, ob ihnen das zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben heute deutlich gemacht, da ist vieles noch nicht in dem Sinne, wie wir es gerne hätten. Denn wir kommen wahrscheinlich gleich nochmal genauer drauf. Das ist ja ein Verschiebebahnhof und ein Etikettenschwindel, der da angelegt ist. Da soll ein Sondervermögen Infrastruktur geschaffen werden, aber eigentlich ist ein Sondervermögen zur Finanzierung der Soli-Abschaffung, der Mütterrente, anderer konsumtiver Ausgaben. Deswegen haben wir da noch einigen Gesprächsbedarf. Sie sagen jetzt gerade, die Union und die SPD hätten da miteinander geredet in den letzten Wochen. Ich weiß, dass auch mit den Grünen natürlich gesprochen wurde. Wenn Sie sagen, dass jetzt da noch kein Durchbruch zu erwarten ist, am Donnerstag soll schon die erste Lesung im Bundestag stattfinden. Wann erwarten Sie denn da einen Durchbruch? Jetzt am Donnerstag ist die erste Lesung, die zweite und dritte Lesung ist für die nächste Woche Dienstag geplant. Das heißt, wir haben jetzt in etwa eine Woche Zeit zu schauen, finden wir eine gemeinsame Lösung. Und für die gemeinsame Lösung braucht es erstens Klarheit, dass auch Klimaschutz endlich aufgenommen wird. Aber da hat Herr Merz was angedeutet, das reicht nicht aus, das haben wir heute deutlich gemacht, dass wir über eine ernsthafte grundsätzliche Form der Schuldenbremse sprechen und dass der Sicherheitsbegriff weiter ist. Wir haben da ganz, ganz viele Fragen und jetzt müssen wir gucken, wie wir miteinander zusammenkommen. Und Sie haben ja recht, es gab Gespräche in den letzten Wochen. Union und SPD haben den Grünen vorgelesen, was sie sich überlegt haben. Aber wenn man die Stimmen der Grünen braucht, muss man natürlich auch hören, was wollen denn die Grünen? Und das ist jetzt das, was in den nächsten Tagen ansteht. Und wir haben heute darüber hinaus eine zweite Sache gemacht, nämlich einen eigenen Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag jetzt ins Verfahren auch eingebracht, der sicherstellt, dass der Punkt, wo sich Union, SPD und Grüne einig sind, nämlich dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit, unsere Friedenssicherung auch finanziell hinterlegen müssen, in jedem Fall am Ende steht. Denn das Kalkül von Friedrich Merz und Markus Söder und Lars Klingbeil ist ja, die Grünen müssen aus staatspolitischer Verantwortung, damit wir uns nicht Wladimir Putin ausliefern, am Ende auch dem Gesamtpaket zustimmen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, denn wir haben die Alternative, jetzt mit den Mehrheiten des alten Bundestags kurzfristig sicherzustellen, dass Deutschland verteidigungsfähig ist, dass die Ukraine weiter unterstützt werden kann. Und wenn es eine schnelle Einigung gibt, dann bin ich ganz offen, dass wir dann auch mit den Mehrheiten des neuen Bundestags, also auch unter Einbezug der Linken, über eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse sprechen, die den Bedürfnissen der Länder gerecht wird, die den Bedürfnissen der Zukunft gerecht wird. Und dann gucken wir mal, wo wir landen. Mir geht es gar nicht um jetzt den Wahlkampf und die Zeit davor und jetzt die letzten Wochen. Ich meine, am Ende müssen sich alle mal fragen, welche politische Kultur und welchen Stil wollen sie an den Tag legen. Aber mir geht es um die Sache und uns geht es um die Sache. Da muss ich einfach mal angucken, was wird da in einem Gesetzentwurf zusammengepackt. Das zum einen das, was tatsächlich dringlich ist. Da bin ich bei Herrn Brücker. Für uns war es jetzt keine Überraschung, weil nach der Wahl von Donald Trump, und die war am 6. November des letzten Jahres, war klar, dass Deutschland mehr für die eigene Sicherheit tun muss und dass das Geld kostet. Deswegen wollten wir diese Reform der Schuldenbremse auch schon vor einigen Monaten machen. Und Friedrich Merz hat die Notwendigkeit die ganze Zeit geleugnet. Jetzt haben wir deswegen einen eigenen Gesetzentwurf heute eingebracht, um zu sagen, an der Stelle verweigern wir uns nicht. Wenn wir uns an den anderen Punkten nicht einig werden, dann stehen wir nicht nur zu unserer staatspolitischen Verantwortung, sondern auch zu unserer Verantwortung für die Friedenssicherung. Und Friedenssicherung heißt in diesen Zeiten eben auch Verteidigungsfähigkeit.
Ja, Sie haben es ja richtig dargestellt am Anfang. Die Logik im Moment ist, man schafft ein Sondervermögen, in das man aus dem normalen Haushalt all die Dinge auslagern kann, die Investitionen sind. Und darüber wird dann finanziert. Und wir wissen ja durch das Sondierungspapier vom Wochenende, was genau es sein soll. Beispielsweise die Abschaffung des Soli für Menschen mit sehr, sehr hohem Einkommen. Das ist am Ende ja das Ziel, eine Unternehmenssteuerreform, die Agrardieselrückerstattung, die Mütterrente, alles Mögliche an konsumtiven Ausgaben. Und das kann nur funktionieren. Das kann alles nur geleistet werden, wenn eben die Investitionen in die Sondervermögen verschoben werden. Und deswegen kann das natürlich nicht sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das anders zu regeln. Also dass beispielsweise die Investitionsquote im Kernhaushalt auf dem mindestens gleichen Niveau wie bisher sein muss oder höher sein muss. Aber das ist nur einer der Punkte. Das Zweite ist, dass hinter diesem Investitionspaket ganz viele Dinge zurückstehen, die ja absolut notwendig wären. Also wenn wir wirklich in die Zukunft investieren wollen, können wir doch die zentrale Zukunftsherausforderung unserer Zeit nicht einfach ignorieren. Nämlich die Klimakrise und ihre Bewältigung. Und als drittes, das, was hier Sondervermögen heißt. Das, was hier Sondervermögen genannt wird, hieß bei Friedrich Merz und seiner Partei und seiner Fraktion 3 Jahre lang Schattenhaushalt. Und die Union hat die Ampel verklagt wegen 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds. Gesagt, das ist alles nicht richtig und das ist intransparent und pfui Deibel. Und jetzt wollen die 500 Milliarden schaffen und sich mal eben den Blankoscheck dafür holen. Also ich finde, wenn man endlich anerkennt, dass wir massive Investitionsbedarfe haben, und da bin ich ja eher bei dem, was Frau Rehlinger sagt, dann sollte man auch die Ehrlichkeit an den Tag legen, zu sagen, dann passen die Regeln der Schuldenbremse nicht mehr. Und deswegen müssen die Regeln der Schuldenbremse verändert werden. Und wenn man die Regeln der Schuldenbremse nicht innerhalb von kurzer Zeit zu ändern können glaubt, obwohl ja in dem Gesetzentwurf der Unionsfraktion mit der SPD sogar 2 Punkte enthalten sind, nämlich die Verschuldungsmöglichkeit der Länder und eben die im Bereich der Verteidigung, wobei die Union das zu eng fasst auf die Bundeswehr. Sicherheit ist mehr als Militär. Wenn man das machen möchte, aber eigentlich es mehr notwendig ist, dann muss man sich vielleicht fragen, vielleicht muss man sich dann auch mit den Linken an den Tisch setzen. Ich meine, am Samstag vor der Wahl hat Friedrich Merz noch von Grünen und linken Spinnern gesprochen. Vielleicht muss er die jetzt mal zum Kaffee einladen und dann auch nicht nur die Grünen. Die Grünen haben es mal wieder geschafft, aus der Opposition heraus weiter mitregieren, ohne dass sie jemand gewählt hat. Das ist nicht nur dreist, das ist eine Verhöhnung der Wähler. Erst blockieren sie den Schuldendeal, dann lassen sie Merz schön zappeln, am Ende stimmen sie doch zu, aber nur, wenn sie ordentlich mitkassieren. Das ist keine Politik, das ist ein Kuhhandel um Posten und Einfluss. Und Merz, der zeigt einmal mehr, dass er taktisch eine absolute Null ist. Ihm geht's nicht ums Land, ihm geht's nur darum, irgendwie Kanzler zu werden. Dafür lässt er sich von den Grünen und der SPD auspressen wie eine Zitrone. Am Ende werden die Posten wieder untereinander verteilt, das sogenannte Sondervermögen wird schön aufgeteilt und wer zahlt? Natürlich wir. Dieses Schauspiel ist einfach nur noch widerlich. Aber wundert es noch jemanden? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Denn hier bekommt ihr die Realität ungeschönt und ungefiltert. Bis zum nächsten Mal.